Ihr könnt schon erkennen, dass hier kleine Monster versteckt sind. Dass diese zwei Subwoofer richtig ballern. Alles noch heftiger. 350 Watt RMS-Leistung, damit es einfach geil wird. Herzlich willkommen bei AAS24, eurem Kanal für geilen Sound im Auto. Und ich erkläre euch jetzt mal, warum ich diese Woofer einfach nur genial finde. Das ist ein Gehäusemaß, mit dem man noch leben kann, wenn man schon einen Subwoofer in den Kofferraum stellt, weil man zum Beispiel keine Reserveradmulde hat oder sonst keine Möglichkeit, irgendwo einen Subwoofer unten drunter zu verstauen, was wir euch ja oft zeigen, aber das ist so eine Sache, die muss ich zwangsläufig in den Kofferraum reinstellen. Aber das Maß von den Subwoofern ist eben noch so erträglich, dass man auch immer sagen kann, ihr könnt so in der Regel 3 Sprudelkästen noch mit reinstellen. Ihr könnt hier auch Taschen oder sonst was oben drauf stellen. Das ist robust. Das hat ein sau dickes Gitter. Das ist extrem stabil. Und wir haben natürlich jede Menge Technik in diesen Subwoofern. Habe ich jetzt einen wunden Punkt bei euch getroffen und ihr denkt, ja verdammt nochmal, ich habe auch eine schlechte Anlage in meinem Auto. Dann lasst doch gleich mal ein Abo da, weil wir machen auf unserem Kanal alles rund um das Thema Car-Audio, damit ihr alles nachmachen könnt und auch einen riesen Spaß im Auto habt. Ich habe für euch zur Demonstration jetzt tatsächlich mal das Gitter abmontiert und die Subwoofer aus ihrem Gehäuse rausgeschraubt. Und ihr könnt schon erkennen, dass hier kleine Monster versteckt sind. Also dieser 6 Zoll Lautsprecher, 16,5 cm Membran Subwoofer, der hat hier einen Doppelmagneten drin, der es dem Lautsprecher erlaubt, beziehungsweise der Membran erlaubt, extreme Auslenkungen zu machen. Und das ist natürlich das Ergebnis für den Mega-Bass. Das gleiche natürlich beim 20 cm Subwoofer. Da haben wir auch diesen Doppelmagneten dran, alles noch heftiger vom Umfang her, also der Magnet ist noch mehr krass von der Größe her und vom magnetischen Verhalten und erlaubt natürlich auch den 20 cm Subwoofer eine extreme Auslenkung im linearen Bereich. Das heißt, der klingt immer schön sauber, weil eben die Schwingspule, die sich hier drinnen bewegt, auch immer in diesem ewig langen Magnetfeld hin und her geschoben werden kann. Selbst am Abdeckgitter ist nicht gespart worden, damit ja nichts zum Klappern und zum Scheppern anfängt. Das ist ein 1,4 mm Lochblech, das hier mit dieser Gummilippe versehrt ist an der Seite, damit es ordentlich hält und schön abgedeckt ist und natürlich hier nichts zum Klappern anfangen kann. Auch die Verschraubung der Subwoofer erfolgt in dem Fall mit metrischen Schrauben, weil eben Gewinde in das Holz von hinten eingeschlagen sind und somit massiver Anpressdruck auf den Subwoofer stattfinden kann, damit der auf gar keinen Fall irgendwie Luft bekommt, um irgendwann mal unsauber installiert zu sein. Also auch dafür mit mega geilen metrischen, dicken Schrauben die Befestigung gemacht, damit es einfach geil wird. Die extrem breite Sicke von dem Subwoofer sorgt dafür, dass die Membran extrem langen Hub machen kann und durch den extrem langen Hub entsteht natürlich auch hier zwischen Membran und Sicke sehr große Kräfte und deswegen ist es hier nicht nur verklebt, sondern verwebt. In der Artikelbezeichnung ist ja die Abkürzung BRA drin und das heißt nichts anderes wie Bassreflex aktiv. Das trifft auf beide Subwoofer zu, weil auf der einen Seite hier ein Verstärker bereits integriert ist und auf der anderen Seite kann man das Bassreflexrohr sehen und das ist nicht nur irgendein Bassreflexrohr, sondern ein Trompetenrohr. Das, was ihr hier außen seht, ist im Eingang im Gehäuse tatsächlich auch nochmal ein Trompetenrohr und das hat den Vorteil, dass diese Purstgeräusche, die ein Subwoofer macht, wenn er sehr viel Hub und Luft in der Gegend rumschiebt, zum Atmen quasi anfangen kann und solche Trompetenrohre unterbinden das. Der 20 cm Subwoofer, der hat auch noch ein größeres Trompetenrohr. Klar, ist auch ein bisschen größeres Volumen mit einem größeren Subwoofer. Aber hier ist an jedem Subwoofer eine einzelne Modifikation gemacht worden und in sich optimal abgestimmt. Die Endstufen leisten
Beim 6 Zoll Subwoofer, also wir reden ja hier von einem 16,5 Zentimeter Subwoofer, der hier integriert ist, 220 Watt RMS-Leistung. Unsere Kabelempfehlung ist dazu, also mal ein 6 Quadrat Vollkupferkabel zu nehmen. Also achtet bitte auch auf die Qualität des Kabels, damit auch wirklich der maximale Strom von der Batterie bis hier an die Endstufe gelangen kann. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, einmal das Signal vom Autoradio als Cinch-Signal einzufahren oder über diesen Molex-Anschluss über den High-Level-Input. Das heißt, wenn ihr kein Autoradio mit Cinch-Ausgängen habt, also kein nachgerüstetes Autoradio, sondern ein Werksautoradio mit 4 Lautsprecherausgängen für vorne 2 und hinten 2, so wie man das bei den meisten Fahrzeugen kennt, können wir das Signal abgreifen und über diesen High-Level-Eingang reinfahren und das Signal somit an die Endstufe bringen. In dem Moment schaltet die Endstufe auch automatisch an und das Ganze nennt sich dann Auto-Sense oder Auto-Turn-On. Was ihr natürlich braucht, wenn ihr die Cinch-Leitung benutzt, da funktioniert das Ganze nicht. Das hat einen technischen Hintergrund. Deswegen gibt es dann natürlich auch hier vorne beim Anschlussterminal, wo man Plus und Minus anschließt, auch eine Remote-Leitung, wo euer Nachrüstradio, wenn ihr mit Cinch-Leitung fahrt, auch mit einer Remote-Leitung hier eine Verbindung herstellen müsst. Wie gesagt, beim High-Level-Input ist das nicht notwendig und der Terminal mit dem Remote-Anschluss bleibt frei. Ob ihr die Endstufe mit High-Level oder mit Low-Level betreibt, könnt ihr hier quasi auch noch zusätzlich mit dem Auto-Turn-On-Schalter bestätigen, ob ihr dieses Remote nutzen möchtet, weil ihr eins am Autoradio habt oder das automatische Starten der Endstufe bevorzugt. Also das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Wir haben auch einen Phasenschalter an der Endstufe bereits dran. Das heißt, wir können den Subwoofer einmal um 180 Grad von der Phase her schieben oder drehen. Das ist nichts anderes, wie wenn ihr an einem Subwoofer das Plus und Minus einfach mal umdreht und Minus auf Plus macht und Plus auf Minus. Da passiert nichts anderes, als dass die positive Halbwelle von einem Signal, also von einer Musik, zuerst rauskommt und dann wieder reingeht und diese Sinuswelle praktisch dann stattfindet. Wenn wir das Ganze umdrehen, dann zieht sich die Membran erstmal bei dem Signal nach innen rein, fängt also mit der negativen Halbwelle an. Und das ist genau der entscheidende Punkt, wie euer Lautsprechersystem, welches ihr ja im Fahrzeug schon integriert habt, wie die funktionieren. Es kann nämlich passieren, dass beim Anschluss durch Frequenzweichen, die gewählt sind oder eben Kabelfarben, wo man nicht genau weiß, was ist jetzt eigentlich Plus und Minus, ich entscheide mich für dieses, könnt ihr im Nachhinein mit dem Phasenwahlschalter nochmal korrigieren und euch die Phase zu eurem Frontlautsprechersystem anpassen, damit alle Lautsprecher im Fahrzeug diese gleiche Phase machen und alle gleichmäßig drücken. Das spiegelt sich im Bass wieder, in der Bassmenge und vor allem in der Bassqualität. Hört euch das einfach an. So einen Schalter kann man einfach mal eintippen oder auch wieder raustippen und ihr könnt euch das Ergebnis dazu anhören. Ebenfalls als Dip-Schalter haben wir noch den Slope, das ist also die Flankensteilheit, wie die Frequenzweiche, die man hier unten noch von der Herzzahl einstellen kann, reagieren soll. Also mit einer flacheren Flanke oder mit einer steileren 12 dB Flanke. Das kann man hier auswählen. Es ist eher nicht ganz so entscheidend, aber da sind wir ja wieder bei der Phase, die wir ja gerade hier mit 180 Grad gedreht haben. Und da habe ich euch schon gesagt, wenn man Filter aktiviert, dann können sich Phasen auch schon wieder verändern. Also das heißt, ihr legt euch einfach mal fest, was ihr so grundsätzlich haben möchtet und schaltet zum Schluss diese 180 Grad hin und her. Und genau darunter haben wir natürlich den Frequenzwählschalter. Das ist die Übernahmefrequenz, bis zu welcher Frequenz der Subwoofer Bass machen soll. Also das heißt immer natürlich den unteren Bassbereich von quasi 0 Hertz bis ca. 80 Hertz ist so dieser Bassbereich, wo man Subwoofer spielen lässt. Das heißt, wir trennen den irgendwo bei 80 Hertz nach unten hin ab. Nach oben hin. Der soll ja keine Hochtöne machen, weil da würde er nur zum Dröhnen anfangen und nicht mehr gut klingen. Also dreht diesen Frequenzwählschalter ruhig auch ein bisschen weiter runter, darf gern 70 oder 60 Hertz sein. Der klingt danach richtig schön fett und sauber. Dann bleiben bloß noch 2 Regel
Einheiten übrig. Das ist einmal der Bassboost. Den könnt ihr auch gerne wirklich erstmal ganz auf Null lassen, links anschlagen. Bassboost macht einen Subwoofer eher zu fett fast. Also manchmal mag man das, wenn man vor allem leise Musik hört, kann man das auch mal ein bisschen reinmachen. Das könnt ihr ganz nach eurem Geschmack einstellen. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch den Gain-Regler. Das ist die eigentliche Lautstärke-Anpassung zu eurem vorhandenen Lautsprechersystem. Das heißt, wenn ihr so einen Subwoofer installiert, dann wird der erstmal auf Linksanschlag eingeregelt, angeschlossen, Autoradio angemacht, relativ laut gemacht. Und dann fängt man erst an, den Gain-Schalter oder den Gain-Regler aufzudrehen, bis zu dem Moment, wo der Subwoofer einfach auch für euch gefühlt jetzt die richtige Lautstärke hat. Das ist dann die optimale Anpassung an das vorhandene Autoradiosystem. Und das Gleiche gilt natürlich alles für den Puls 8 Bra. Ganz genauso, es ist die gleiche Endstufe, nur dass die eingebaute Endstufe 350 Watt RMS-Leistung hat und auch eine Kabelempfehlung von 10 Quadrat Vollkupferkabel von uns gegeben wird. Und dadurch haben wir natürlich auch einen größeren Antrieb am Subwoofer dran. Der ballert natürlich noch mehr. Was den Gain-Regler betrifft, müsst ihr natürlich auch aufpassen. Es gibt Radios, die haben extrem viel Power und ihr müsst den Anschlag nicht auf Rechtsanschlag setzen, weil dann kann es auch sein, dass so ein Subwoofer zu viel undefinierte Bewegung macht und nicht mehr so richtig schön klingt. Dann dreht den Schalter einfach den Regler weiter zurück, bis das Ding sauber klingt. Das hat was mit der Anpassung mit dem Autoradio zu tun. Wir reden davon, dass diese zwei Subwoofer richtig ballern. Also da könnt ihr wirklich richtig was erwarten. Und warum das so ist, das hat nicht nur was mit der Leistung der Endstufe zu tun und dass der Subwoofer hier ultimativ ist. Wir haben natürlich auch die Abstimmung mit dem Bassreflexport und das ist ein Gehäuseprinzip, das einfach ermöglicht, den Bass untenrum noch mehr aufzupushen und dementsprechend natürlich mehr Bassfeeling zu bekommen. Also das ist, wir machen besonders gerne die Bassreflexlösung, weil wir in der Regel mit nicht ganz so viel Leistung viel rausholen wollen. Dafür ist es nämlich super geeignet, aber wir haben hier sogar noch viel Leistung und holen viel raus. Deswegen ballern die beiden Jungs. Für alle, die das Thema jetzt weiter interessiert, die zwei Subwoofer werden wir natürlich in den kommenden Videos auch in verschiedene Fahrzeuge mit integrieren, dass ihr auch den Praxisteil seht, wie man sowas genau installiert, falls ihr euch da noch unsicher sein sollt. Da werden wahrscheinlich auch noch ein paar Tipps und Tricks drin sein. Also, wie gesagt, Kanal abonnieren und abwarten, bis es soweit ist, dass wir diese zwei kleinen Monsterchen auch ins Fahrzeug installieren, aber ist natürlich ab sofort bei uns im Webshop verfügbar. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal beim nächsten Video.